Hey Leute, Gregor von MTB News hier aus dem wunderschönen Maribor. Ich stehe hier am Start vom Bikepark. Bei mir habe ich das Raw Jib, ein 130 mm Trailbike. Und heute gibt es mal ein anderes Video, nämlich keinen Test. Den gab es schon vor ein paar Monaten, sondern Raw ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey Gregor, kannst du mit dem Rad mal nach Maribor fahren und kannst mal auschecken, wie sich so ein vielseitiges Trailbike wie das Jib vom Single Trail über gebaute Bikeparkstrecken bis zu richtig anspruchsvollen schwarzen Strecken fährt. Ich habe gesagt, kein Problem. Deswegen machen wir das jetzt heute. Ich nehme euch jetzt mit auf die Trails. Also viel Spaß in den kommenden Minuten. Ein ganz paar Worte zum Raw Jib möchte ich trotzdem verlieren. Ich habe schon gesagt, es ist ein Trailbike mit 130 mm am Heck, 150 mm an der Front, 29 Zoll Laufräder. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ein Mallet-Bike draus zu machen. Denn Raw hat jetzt hier mit diesem Modell das Toolbox-System eingeführt. Das heißt, ihr könnt die untere Dämpferaufnahme tauschen. Über die könnt ihr auch wahlweise zum Beispiel die Progression ein bisschen verändern. Ihr könnt auch die Geometrie leicht beeinflussen. Und wer auf ein UDH-Schaltauge verzichten kann, hat zudem eine verstellbare Kettenstrebenlänge. Also insgesamt ein sehr anpassbares Rad für Fahrer, die sich echt damit beschäftigen wollen. Es gibt sogar 2 Umlenkhebel für verschiedene Gewichtsklassen und wer möchte, kann sich so eine LT-Variante basteln mit 141 mm Federweg, indem man eben einen bestimmten Umlenkhebel mit einer bestimmten Dämpferlänge kombiniert. Wir haben hier ein ganz normales Jib, so wie es normal konfiguriert ist, alles im neutralen Setting, 29 Zoll vorne, hinten, 130 mm Federweg. Und ich würde sagen, wir reden nicht viel um heißen Brei rum, sondern ihr seht, ein bisschen dreckig bin ich schon. Ich habe mich schon ein bisschen warm gefahren, deswegen freue ich mich jetzt richtig drauf, was jetzt kommt. Es macht nämlich richtig Laune und wir fahren erstmal in einen coolen Single Trail rein, von denen es hier in Maribor echt viele gibt. Ja, guck mal wie das so läuft und dann wagen wir uns mal ins härtere Gelände vor. Alright, das war's mit dem Trailteil. Ja, wie schon bei unserem Test in Südfrankreich. Das Rad fühlt sich echt nach ein bisschen mehr Federweg an, als es eigentlich hat. Ich habe mich super drauf gefühlt. So richtig smooth Trails gibt es in Maribor nicht. Es ist hier Hochsaison, es ist alles ausgeballert bis zum geht nicht mehr. Es hat trotzdem richtig Bock gemacht, man kann schön aktiv fahren. Und ja, bin einfach happy und freue mich jetzt hier ein bisschen hinter mir in den Bikepark reinzustoffen. Wanna be it, wanna feel it. Die blaue Bikeparkstrecke haben wir also auch geschafft. Was soll man sagen? Blaue Strecke, viele Kurven, paar Sprünge, viele Bremswellen. Am Ende des Tages werden wahrscheinlich die Hände glühen, aber das ist, glaube ich, auf jedem Bike so. Hat super gut geklappt, habe mich wohl gefühlt, konnte schön verspielt fahren und hat auf jeden Fall Laune gemacht. Aber jetzt sind wir auf der roten Strecke und weil es hier schon echt eigentlich Downhill-Bike-Terrain ist in Maribor, habe ich mir ein bisschen Hilfe genommen. Ein Full-Face-Helm, weil hier sind auf jeden Fall große Sprünge. Da werden wir auch ein paar Eindrücke einfangen und schauen wir mal, wie sich so ein bisschen Luftstand und richtig tiefe Löcher auf dem 130 mm Raw Jib anfühlen. They get nervous, I seen it. What I seen, you wouldn't believe it. They said they wanted, I need it. Damn, I'm going dumb like I dropped out of class. Get in my lane and I'm going right past. I turn it up, watch me go to the max. You ain't at first, you know that you last. I thought I told them I'm coming right back. Das war's hier von meinem Tag in Maribor mit dem Raw Jib auf am Ende nochmal richtig roughen Trails. Kleines Fazit zu dem Tag, es hat super Bock gemacht, ich bin eine geile Variation an Strecken gefahren. Würde ich mir eine aussuchen, würde ich natürlich zu den Lowman greifen, die fahren, vielleicht ab und zu auch mal eine Jumpline, ist echt ein verspieltes Gerät. Aber auch auf den roughen Strecken habe ich mich echt wohl gefühlt. Die Downhill-Weltcup-Strecke ist euch vielleicht aufgefallen, bin ich nicht gefahren. Ich war dort, die ist mega ausgespült von den Unwettern leider.
Ist aber ganz ehrlich auch realistisch echt nicht das, was er mit dem Rad hier fährt. Aber sonst ist es auf jeden Fall ein Trailbike, das ein bisschen oberhalb von seiner normalen Klassifizierung sich orientieren will. Es hat super Spaß gemacht und ich bin auch Besitzer eines Downhill-Bikes. Als Zweitrad greife ich eigentlich immer zu einem bisschen verspielteren Rad und auch wenn man nur ein Rad hat, sollte man sich halt immer überlegen, klar, meist vielleicht eine Woche im Jahr im Urlaub in den Alpen, da könnte ein Enduro-Bike geil sein, aber die anderen 51 Wochen im Jahr fährt man eben seine Home-Trails und ich würde sagen, das Jib ist auf jeden Fall ein Bike, mit dem man beides machen kann und mit dem man auch auf wirklich anspruchsvollen Trails seinen Spaß hat. Das ist nochmal so ein kleiner Tipp am Rande. Ansonsten mal eine coole Geschichte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da, wenn ihr irgendwie Fragen noch habt oder so. Kommentiert sie auf jeden Fall unter dem Video. Ich verlinke euch auch alle unsere Tests zum Raw Jib und würde mich freuen, euch hier auf dem Kanal wiederzusehen.